Und schließlich müssen wir jetzt das Gleiche machen über unseren verschlüsselten Text. Ja, und das habe ich bereits schon mal vorbereitet. Das sieht dann folgendermaßen aus. Das ist genau der gleiche Code, nur eben für den verschlüsselten Text. Also wieder eine Statistikanalyse und wieder Merge Sort aufgerufen. Und hier so. Und dann tun wir das mal ausführen. Und dann können wir schon erahnen, wie wir den Schlüssel rekonstruieren. Ja, wenn wir uns das hier anschauen, dann haben wir eben hier, machen wir das zentral rein, haben wir eben hier die Statistiken des verschlüsselten Textes sortiert und wir sehen, O müsste dann Space sein. Ja? E ist Plus, N ist 0, T ist 8 und so weiter. Ja? Und das ist das letzte Teil, den wir eben machen müssen. Wir müssen jetzt eben einen Schlüssel uns erzeugen. Ja? Und das geht eben mit folgenden Zeilen. Die machen wir jetzt wieder per Hand. Wir haben eben einen Derived Key, ja, der eben Alphabet-Size groß ist. Und wir können eben jetzt hier in der Vorschleife wir müssen dann eben von int I gleich 0 bis I kleiner Alpha Bet Size. Das müssen wir überlegen. Alphabet Size, ja genau, passt. Es geht von 0 bis Alphabet Size und hat damit Alphabet Size Elemente und dann plus I. Und dann müssen wir eben jetzt diese Korrelation machen. Das heißt, Derived Key von, ja, wenn wir das uns anschauen, Derived Key von Alphabet, ja, dem verschlüsselten Alphabet, sortiert, ja, an der Stelle I. Wir brauchen den Index, deshalb ziehen wir die Leerzeile ab. Ja, dann haben wir also sozusagen den entsprechenden Index und dem weisen wir den entsprechenden Buchstaben zu aus dem permutierten Text. Ja, und das ist eben hier das Alphabet 1 von I. So, das Ganze sollte uns den Schlüssel liefern und schauen wir uns dazu mal den Schlüssel an. Wir geben den mal aus und schreiben einfach mal hier cout Derived Key von I. Das ist sozusagen unser Entschlüsselungsalgorithmus und cout Schlüssel und geben hier mal noch 2 Endlines rein, wie immer, dass wir das ein bisschen strukturiert auf dem Bildschirm sehen können. So, gut, schauen wir uns das an. Hier scheint er noch zu meckern. Int gleich 0, I kleiner Alphabet Size. Da fehlt Semikolon. So, gut, starten wir und sehen jetzt hier unten unseren Schlüssel. Das ist unser Entschlüsselungsschlüssel. Wenn wir nur probiert hätten, wären wir auf diesen Schlüssel nie gekommen. Ja? Und jetzt brauchen wir noch eine Entschlüsselungsfunktion, die eben genau die gleiche ist wie die Verschlüsselungsfunktion. Die nimmt einen Schlüssel und tauscht entsprechend die Buchstaben aus. Und das ist eine ganz einfache Funktion, die wir jetzt hier noch schreiben. Diese Funktion heißt encrypt. Ja? So, void encrypt und, oder decrypt eigentlich. Ja? Und die braucht eben einmal einen Text einer gewissen Länge und dann brauchen wir eben noch einen, das nennen wir das mal Size, und dann brauchen wir noch einen Kryptotext oder einen Decrypted Text. Ja? Und so, Size ist reserviert, nennen wir es mal Size. Und das ist auch ein Array. So, und schließlich brauchen wir noch das Alphabet, das Entschlüsselungsalphabet, char key von Alphabet Size. So, gut. Und die Funktion ist denkbar einfach, die geht in einer Vorschleife den ganzen Text durch. Ja, also for int I gleich
0, wir fangen vorne an, I kleiner n, oder was war cis, ja, kleiner size, und dann eben plus plus I, und jetzt tauschen wir eben die Texte aus, decrypt von I gleich, und wir holen uns den Text an der Stelle I, aber wir tauschen den jetzt durch den entsprechenden Schlüssel aus, das heißt wir ziehen erstmal 32 ab. Also die Space ziehen wir ab, sodass sozusagen das erste Element der nullte Eintrag ist. Dann wird sozusagen aus dem Space der nullte Eintrag und dann schauen wir das im Schlüssel nach. Key von diesem Wert. So, das sollte die Verschlüsselungsfunktion sein, und am Schluss dürfen wir nicht vergessen, wir müssen das Array terminieren mit einer 0. Das heißt, decrypt von size gleich ist gleich 0. Okay, so, dann wollen wir das Ganze mal ausführen. Schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Gut, das sollte die Verschlüsselung sein. Ja? Und wenn wir das jetzt ausgeben, ja, ich kann mir das mal anschauen, was da drin steht. Ihr werdet leider nichts am Bildschirm sehen, weil ich werde das ein bisschen unscharf machen. So, schauen wir mal an, was hier rauskommt. Wir haben noch ein paar Fehler. Cracked failed. Ja, wir brauchen hier natürlich noch cracked. So, der muss wieder das nullte Element enthalten. Das heißt, wir haben Textlänge plus 1, damit der Abschluss 0 mit reinpasst. Dann starten wir das Ganze mal und schauen uns das Ergebnis an. Und tatsächlich, hier ist eine Nachricht, die ihr gerne wissen würdet. Okay, damit sind wir am Ende des Anfängerkurses angekommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch den fortgeschrittenen Kurs auch noch anschaut. Da lernt ihr wirklich dann fortgeschrittene Themen, und dann wird auch das ganze Programmieren noch viel einfacher. Da gibt es dann fertige Algorithmen, die euch was sortieren können. Und wenn ihr diesen Kurs durch habt, dann seid ihr bereit für den Profikurs. Und in dem kommen wirklich Sachen vor, die ihr nicht überall lesen könnt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.